Herzlich willkommen zu Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch. Herzlich willkommen, Mutmacher im Gespräch. Heute Frank Kolbenschlag von Kolbenschlag Gerüstbau aus Bayreuth. Lieber Frank, stell dich mal heute selbst vor. Hallo Walter. Ja, ich heiße Frank Kolbenschlag, bin 46 Jahre, Vater von 3 Kindern, seit 20 Jahren verheiratet und komme aus Bayreuth. Unser Unternehmen Kolbenschlag Gerüstbau führe ich jetzt in der 3. Generation, sind im Großraum Bayreuth ansässig und haben 20 Mitarbeiter, 7 Lehrlinge und versuchen den Gerüstbau auf die nächste Stufe zu bringen. Gut, dann fangen wir mal heute anders an. Du bist sehr engagiert in der Meisterschule in Coburg. Seit wann und warum machst du das? Okay, in der Meisterschule, also im Prüfungsausschuss bin ich seit 2007 aktiv dabei. Ich bin seit 2011 bin ich Dozent in den verschiedensten Bereichen, am längsten Kalkulation, habe mich jetzt zum Anfang des letzten Jahres aber ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen kürzer treten. Unterrichte immer noch, aber keine Kalkulation mehr, sondern ich bin jetzt für den Bereich Gerüstplanung, Aufmaßerstellung mit Drohne, Scanner etc. Da gebe ich mein Wissen an die jungen Meister weiter. Und wie viele Meisterschüler sind jetzt zurzeit im Lehrgang? Oder durchschnittlich? In Coburg ist ja der Lehrgang zwischen November und April jedes Jahr. Und die letzten Jahre waren wir eigentlich immer ausgebucht mit so zwischen 22 und 24 Meisterschülern. Wenn du jetzt heute erzählst, du machst Planung, Vermessung heute, du bist ja sehr innovativ unterwegs, hast schon sehr frühzeitig mit 3D-Scanner angefangen auf der Baustelle und auch mit der Planung von Baustellen mit dem PC. Erzähl mal ein bisschen was aus deiner ersten Zeit, wo du angefangen hast. Wie ist es damit gegangen? Und wie haben auch deine Mitarbeiter darauf reagiert? Ja, die erste Zeit ist jetzt schon ein bisschen her. War sehr viel Learning by Doing, weil alles, was wir jetzt speziell im Gerüstbau machen, ist jetzt eigentlich nicht so das Kerngeschäft der Scannerhersteller oder Fotogrammetriefirmen. Muss man immer schauen, wie man das am besten für unser Gewerk nutzen kann. Also es hat am Anfang sehr viel Zeit und Mühe gekostet, bis wir dann die Kniffe rausgekriegt haben, wie es super funktioniert. Mitarbeiter haben das eigentlich von Anfang an sehr gut mitgemacht. Natürlich hat man gerade in den Anfangszeiten das Problem, man macht eine Planung, die stimmt nicht wirklich, weil man sich vermessen hat oder weil das Modell nicht maßstabsgerecht war. Da kam euch sicher, was habt ihr wieder für Scheiße gemacht? Aber es hat sich in den darauffolgenden Wochen, Monaten natürlich verbessert und je besser die Planung geworden ist, desto mehr ist die Akzeptanz der Mitarbeiter auch gestiegen und läuft mittlerweile super. Wie lang war denn so deine Phase, bis du sagst, okay, jetzt läuft super? Wie lange hast du dazu gebraucht? Es kommt darauf an, welche Phase. Es fängt ja von der normalen Gerüstplanung, sage ich jetzt mal an, in 3D, ging dann über Fotogrammetrie, über Laserscanning. Das sind ja alles eigene Schritte und eigentlich fängt es immer wieder von vorne an, dieser Entwicklungsprozess. Aber ja, wenn ich irgendwas einführe, muss ich schon mit einem halben, dreiviertel Jahr rechnen, bis es rund läuft, bis alle dabei sind, bis alle
Mitarbeiter auch die richtigen Steps, Programme etc. können. Du hast ja jetzt zwei bedeutende Schritte gemacht in deinem Unternehmen. Jetzt in einen großen Schritt mit Beginn der Baukrise ist, dass du jetzt ein neues Büro baust. Und wo geht deine Vision hin mit deinem Unternehmen? Okay, ich meine, Bürogebäude, es ist notwendig. Wir benötigen es einfach, weil wir mit unseren bisherigen Strukturen und Gebäuden einfach an die Grenzen kommen. Gerade was die Sanitäranlagen, auch Aufenthaltsräume oder Schulungsräume angeht. Und deswegen eben dieser Büroneubau. Warum jetzt? Ja, ich denke, jetzt ist es ein bisschen günstiger wie vor 1, 2 Jahren noch. Antizyklisch bauen. Meine Vision, ja, ich möchte als Leuchtturm oder als Vorzeigefirma gelten, dass einfach möglich ist, Gerüstbau fair, geplant, strukturiert einfach am Markt darzustellen. Das heißt, wir halten unsere Sicherheitsvorschriften ein, wir bauen mit voreilendem Seitenschutz, wir tragen unsere PSA, GA, alles was notwendig ist und immer, nicht nur, wenn wir an der Hauptstraße bauen. Und das wollen wir einfach auch zeigen, dass man unter Einhaltung der Vorschriften auch gewinnbringend arbeiten kann. Das ist so die Vision. Jetzt bist du, was ich bei dir so begeistert empfunden habe, ich habe dich ja schon mehrfach besucht. Erstens hast du einen sehr sauberen Lagerplatz, ähnlich wie der Bernd Werdermann. Also man sieht sehr selten so gut aufgeräumte und strukturierte Lagerplätze. Das ist das eine. Aber zum anderen hast du jetzt, ohne jetzt Marken zu nennen, schon das 3. Mal das Produkt gewechselt, das Gerüstprodukt gewechselt. Was war dein Antrieb dazu? Ja, das ist mein Antrieb. Für mich ist das Gerüst Mittel um Zweck. Ich habe da jetzt keine so innige Bindung, wie es manche meiner Mitbewerber haben, wo das Gerüst quasi diese Altersvorsorge ist oder alles, was sie im Leben erreicht haben, sind 100.000 Quadratmeter Gerüst. Für mich ist das Gerüst wie ein LKW. Wenn es was Besseres, was Neueres gibt, was sich einfach wirtschaftlich einsetzen lässt oder in der Arbeitssicherheit besser einsetzen lässt, wird es bei uns geprüft und ja, und bei Bedarf wird gewechselt. Du hast es gesagt, ich habe jetzt 2-mal gewechselt. Einmal das erste Mal von Hünebeck auf Leier und beim zweiten Mal von Leier auf Perry. Ja, 5 Jahre habe ich noch. Da ist dann mein 10-Jahres-Rhythmus wieder da. Schauen wir mal, wer der Nächste wird. Okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Du bist ja fortschrittlich. Was kann man bei dir in der nächsten Zeit noch erwarten in deinem Fortschritt? Deine Kinder haben die Interesse an deinem Unternehmen? Oder sagst du, die sind jetzt noch zu jung? Das ist, muss man abwarten? Oder wie siehst du die Chancen, dass deine Kinder mal in dein Unternehmen einsteigen? Also, ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn sie es machen. Ich meine, ich bin auch in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Ich bin die 3. Generation von uns. Würde mich freuen, wenn es auch eine 4. Generation gibt. Derzeit schaut so aus, dass mein größter Sohn, der ist jetzt 18, der hat letztes Jahr seine Ausbildung zum Gerüstbauer begonnen. Und im Moment schaut es schon so aus, dass er einsteigen möchte. Wie viel, wie stark, ob er alles irgendwann übernehmen möchte, wie das auch mit den anderen 2, das wird man sehen. Also ich bin dafür alles offen. Wenn sie es nicht übernehmen wollen, fände ich schade, aber dann ist es so. Also ich werde meine Kinder auf keinen Fall zwingen, das zu machen, wenn sie es nicht von sich aus wollen.
Aber bis jetzt schaut's gut aus. Jetzt habe ich mitbekommen, du bist ein leidenschaftlicher Motorbootfahrer. Und was war jetzt in deiner Karriere, seit du im Berufsbau unterwegs bist, deine längste Urlaubszeit? Ja, okay, leidenschaftlicher Motorbootfahrer weiß ich nicht. Gibt sicherlich welche, wo das mehr mit Leidenschaft füllen wie ich. Aber ich habe ein Motorboot und wir sind da eigentlich im Sommer auch regelmäßig äh, bei uns am Fluss, am Main, wo wir dann unseren Liegeplatz haben. Ähm, Der längste Urlaub, den ich bisher gemacht habe, ja, das waren 2 Wochen über Weihnachten. Ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der 3, 4 Wochen Auszeit benötigt. Also wir haben im Winter haben wir 2, 3 Wochen Betriebsurlaub, je nachdem wie die Feiertage liegen. Im Sommer haben wir eine Woche, wo der Betrieb gesamt zu ist. Ja, aber ansonsten, ich brauche jetzt nicht 3 Wochen irgendwo wegfahren. Gut. Was sagt denn deine Frau dazu? Und deine Kinder, wenn du im Sommer nicht 3 Wochen mit ihnen wegfahrst, mal Richtung Süden? Gibt es da keinen Protest? Ja, sicherlich, wenn es jetzt meine Frau oder meine Kinder fragen würdest, hätten sie sich schon freuen, wenn wir jetzt im Sommer 2, 3 Wochen in Urlaub fahren würden. Ähm, ja, aber gibt's halt nicht. Okay. Was hast du denn sonst noch Hobbys? Ich glaube, Motorradfahren tust du auch, oder? Ähm, ja, was heißt für Hobbys? Ich habe ein Motorrad, ähm, komme ich leider viel zu wenig dazu, damit regelmäßig zu fahren, leider. Ähm, Ich habe früher gern an alten Autos, an Oldtimern geschraubt. Das ist leider auch ein wenig zu erliegen gekommen. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen, dass ich meine Hobbys auch wieder stärker ausfüllen kann. Ich habe das Werkzeug noch, ich habe die Werkstatt noch. Also es wäre alles bereit. Jetzt bist du ganz stark in der Ausbildung unterwegs. Deine Videos sind sehr überzeugend. Was machst du ganz genau, um 7 Auszubildende zu bekommen bei so einer Betriebsgröße? Ja, okay. Ich meine, wir versuchen halt überall präsent zu sein. Das heißt auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube und vor allem, wo am meisten Lehrlinge bringt, ist quasi auf den regionalen Ausbildungsmessen. Also wir sind auf allen Ausbildungsmessen, wo bei uns in der Region stattfinden, sind wir mit einem Stand, manchmal mit einem größeren, manchmal mit einem kleineren, kommt immer ein wenig auf die Messe drauf an. Aber ja, wir sind da präsent, auch sehr stark präsent, also gleich mit 3, 4, 5 Mitarbeitern, und versuchen dann eben die jungen Leute anzusprechen, auch zu zeigen, was der Gerüstbau macht. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass sehr viele einfach nicht wissen, was Gerüstbau überhaupt ist, dass man das lernen kann, wie abwechslungsreich der Beruf ist, was da alles dahinter steckt. Und somit finden wir durchaus sehr viele Interessenten, die dann auch ein Praktikum bei uns machen wollen und dann auch durchaus der eine oder andere eine Ausbildung. Und so schaffen wir es eigentlich. Mein Ziel ist es, im Jahr 2 bis 3 neue Auszubildende zu bekommen. Und unser Hauptziel dahinter ist natürlich, die nächsten Mitarbeiter zu bekommen. Also wir bilden aus für unseren eigenen Bedarf. Gut. Wenn du jetzt über Fähigkeiten und Werte nachdenkst, wir haben letzte Woche die Diskussion gehabt, dass man heutzutage in der Früh den Auszubildenden loben muss, dass er überhaupt pünktlich in die Arbeit kommt. Wie empfindest du das? Ähm, ja, ich finde es anstrengend, dass Sachen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, auch selbstständiges Denken
Also so nach dem Motto, mein Bus fällt aus, was soll ich jetzt machen? Das ist schon manchmal sehr anstrengend und erschreckend, mit welchen Voraussetzungen die jungen Leute doch manchmal bei uns hier aufschlagen, wo man sehr viel als Betrieb versuchen muss, denen zu erklären. Es fängt bei einfachen Dingen an, es fängt bei der Mülltrennung an, dass einfach eine Kunststoffverpackung nicht in Papiermüll reinkommt, was sehr viele einfach nicht wissen. Es ist manchmal wirklich erschreckend. Aber wir setzen eben alles dran, den jungen Leuten auch sowas beizubringen. Jetzt bist du Innungsmitglied. Seit wie vielen Jahren seid ihr bei der Innung dabei? War dein Vater schon dabei oder bist du später über die Meisterschule dazugekommen? Und was hat dir die Innung insgesamt gebracht? Ich kann dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, seit wann wir bei der Innung sind. Definitiv ist mein Vater dort eingetreten. Zuerst in den Bundesverband, da gab es die Innung noch nicht. Und dann später, wo es dann die Innung gegründet wurde, ist er dann auch in die Innung mit eingetreten. Irgendwann in den 90er Jahren müsste man sich quasi raussuchen, wann. Ja, Was hat so die Innung bis heute gebracht? Kannst du also mal das vielleicht in Zahlen runterbrechen oder in in welchen Zahlen Bereichen hat sie da was gebracht? In In welchen Zahlen kann ich das jetzt nicht runterbrechen, aber definitiv ist die Innung Ansprechpartner, äh, einmal zur Einschätzung von Streitigkeiten. Das heißt, wenn es Probleme mit dem Bauherrn gibt oder Auftraggeber, wo man sich einfach mal, sagen wir mal, kostenfreie Info holen kann, hat man da Chance, gerichtlich vorzugehen oder nicht? Wie sieht der Jurist dort das? Und genauso auch bei kalkulatorischen Themen. Wie kann ich bei Bauverzögerung eventuell noch was geltend machen oder nicht? Da unterstützt die Innung sehr, sehr stark. Und natürlich, wo es, glaube ich, mir persönlich am meisten gebracht hat, sind einfach die Seminare. Also ich besuche eigentlich seit über 20 Jahren fast alle Seminare von der Innung. Also was Neues, natürlich die Wiederholungen nicht, aber das bringt einen schon sehr viel. Aber im Einfach an der persönlichen Weiterbildung. Aber im Damenprogramm warst du noch nicht dabei. Nee, im Darmprogramm war Aber ich noch deine nicht Frau dabei. war dabei, oder? Meine Frau hat mal einen Kurs mit besucht. Ja, also sie ist aber auch bei den Großseminaren dabei, was in Hannover und in Würzburg stattfinden. Da ist meine Frau aber auch mit dabei. Okay. Ja, jetzt haben wir uns ja über die Innung, wenn man so genau sagt, mal zum DIHZ gefunden. Und da bist du jetzt ja auch in dieser Mastermind-Gruppe, so wie ich auch dabei, ist erst seit 3 Jahren dabei, sehr intensiv dabei. Wir treffen uns ja alle Vierteljahr regelmäßig in einem Betrieb. Was hat denn das für dich gemacht und was hat es denn überhaupt gebracht? So viel Geld auszugeben, ist richtig viel Geld, mehr wie bei der Innung. Ja, was hat's gebracht? Sag's mal ganz besonders der Austausch mit Gleichgesinnten. Ich denke, alle, die dabei sind, haben dieselben Visionen. Sie wollen den Gerüstbau nach vorne bringen, nicht an altbewährten festhalten, sondern offen für Neuerungen, Innovationen, für ein anderes Denken. Und da ist einfach der Austausch untereinander extrem wichtig. Also es bringt mir persönlich auch sehr viel, um sich einfach mit gleichgesinnten Unternehmern, die dieselben Probleme haben wie man selber, dort auszutauschen und eventuell auch Lösungen zu finden, die man dann auch wieder in seinem eigenen Betrieb umsetzen kann. Voneinander lernen, also egal ob es du bist oder die anderen. Man kann von jedem lernen. Gut. Jetzt bist du natürlich einer der Vorreiter mit der Stoccato-App. Kannst du mal die App kurz erklären und was für dich die persönlich gebracht hat? Okay, die Stoccato-App
ist im Prinzip das digitale Lager. Das heißt, es ist unser gesamter Lagerbestand da drin hinterlegt. Wir buchen für jede oder es gibt jede Baustelle eine Materialplanung auf Grundlage unserer Gerüstplanung, die der Lagerarbeiter dort bekommt digital in einer Liste auf seinem Handy oder auf dem Tablet. Die kann er abarbeiten. Und wir wissen genau, auch bei der Planung schon, ist das Material noch vorrätig oder nicht? Müssen wir eventuell umplanen? Können wir rechtzeitig Material disponieren beim Hersteller, entweder Kauf oder Miete oder bei einem Gerüstbaukollegen, dass eben zum geplanten Ausführungszeitraum auch alles da ist. Und das tut im Prinzip Stuccato abdecken. Der Eingang und Ausgang wird alles gezählt und gebucht. Gut. Wie lange hast du gebraucht, um diese App erst einmal bei deinen Mitarbeitern durchzusetzen? Weil das war ja auch sicher schwierig zu sagen, zukünftig werden auch alle Eingänge gezählt und wird sehr genau gezählt, was rausgeht. Ja, ich sag's mal so, die Einführung ging relativ schnell. Also mein Lagerteam war da recht schnell begeistert davon, muss man einfach sagen. Was ein wenig länger gebraucht hat, ist die Montagekolonnen dazu hinzubekommen, dass, wenn noch 2 Rohre gebraucht werden, dass man die nicht einfach aus der Kiste nehmen kann, sondern dass der Lagerbearbeiter dafür informiert werden muss. Das hat ein wenig gedauert, aber ja, Zeitraum kann ich gar nicht so genau sagen. Wir sind von Anfang an dabei, noch in den ersten Rohversionen, wo teilweise auch selig noch nicht alles funktioniert hat und von daher sicherlich der Einführungszeitraum länger war wie jetzt. Einfach weil die App noch in der Entwicklung war, beziehungsweise immer noch ist. Aber auch da, denke ich, musst du zwischen einem halben und dreiviertel Jahr rechnen, dass das Programm angenommen wird von den Mitarbeitern und dann auch umgesetzt wird. Gut, jetzt bist du ein Nachfolger. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, wie viele Jahren hast du von deinem Vater übernommen? Also ich bin vor 19 Jahren offiziell in die Geschäftsführung eingestiegen, 2005. Das war 2 Jahre nach meiner Meisterprüfung. Wobei ich sagen muss, in den ersten Jahren ich war zwar in der Geschäftsführung, war aber noch hauptsächlich Kolonnenführer auf der Baustelle mit draußen, bis erst 2008, 2009, wo ich dann eigentlich dann in die Geschäftsführung voll ein bin, teilweise auch ein wenig, ja, ungeplant, weil mein Vater schwer krank wurde, wo ich dann einfach dann alles übernommen habe. Und seitdem, ja, seit 2008, 2009 sowas, bin ich also aktiv auch Geschäftsführer mit allen Tätigkeiten. Was würdest du jetzt für den Nachfolger empfehlen? Es stehen ja jetzt momentan ganz viele Umbrüche an, ganz viele junge Menschen gehen in die Nachfolge, auch in Gerüstbaubetrieben und anderen Betrieben in die Nachfolge. Was würdest du denen so 3 Tipps, was denen empfehlen würdest, wo sie darauf achten sollen? Ja, okay, 3 Tipps. Auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen und die Mitarbeiter ausbilden, weiterbilden, in neue und aktuelle Technologien investieren und auf jeden Fall ein Netzwerk aufbauen mit anderen Gerüstbauern, mit Kunden, mit was auch immer in der Region oder auch überregional. Einfach, dass man auch netzwerken kann und sich gegenseitig auch helfen kann. Das finde ich die 3 wichtigsten Punkte. Gut. Jetzt ist es so, bei dir wie bei vielen anderen Gerüstbauunternehmen, das Wohnhaus ist neben dem Lagerplatz. Ist es bei dir nicht so, dass du dann auch 24 Stunden in der Arbeit bist? Oder hat sich das
kannst du da Abstand nehmen von der Arbeit? Zu sagen, ich gehe jetzt raus aus dem Büro, laufe über den Hof drüber, schließ hinter mir das Tor zu und dann ist Feierabend, oder wie ist das bei dir? Ja, im Prinzip kann ich schon Abstand nehmen. Also wenn ich daheim bin, dann bin ich auch daheim. Dann ist es mir teilweise auch egal, was in der Firma passiert. Aber natürlich besteht auch die Gefahr, dass man einem Samstag oder Sonntagvormittag, wenn man gerade eben nicht so viel vielleicht privat zu tun hat oder vielleicht auch nicht möchte, durchaus dann mal ins Büro geht. Also das passiert schon. Also über Kirchturm und Autokran brauche ich dich nicht ansprechen. Du bist der Liebhaber von beidem, ja. Das weiß ich ja, aus vielen Ja. Gesprächen. Aber jetzt mal die andere Frage ist es, für was bist denn du so richtig dankbar im Leben? Dankbar. Natürlich bin ich dankbar, dass meine Familie und ich gesund sind. Ich bin auch dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, so eine Firma zu übernehmen und als Selbstständiger, als Entscheider auch aktiv was bewegen zu können, in welche Richtung auch immer. Also dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt, wir haben ja immer 3 Tipps an deine Gerüstbaukollegen. Welche 3 Tipps hast du an deine Gerüstbaukollegen? Ja, zum Prinzip 3 Tipps an die Gerüstbaukollegen ist könnten wir jetzt fast die, was an die Existenzgründer gerichtet sind, auch nehmen. Die Weiterbildung der Mitarbeiter ist essentiell. Erlebt man leider immer wieder, dass sowas nicht passiert bei Mitbewerbern. Die richtige Kalkulation der Preise, auch das Umsetzen der vorhandenen Abrechnungsnormen. Wir haben ja letztes Jahr die VBC geändert bekommen, eigentlich mit sehr viel Möglichkeiten für einen Gerüstbauer. Ich merke es also bei uns in der Region leider, dass das von sehr vielen Mitbewerbern überhaupt nicht umgesetzt wird. Teilweise wissen die auch gar nicht, dass sich da was geändert ist. Das finde ich ja fast noch erschreckender, dass also Weiterbildung der Mitarbeiter, Weiterbildung der eigenen Fähigkeiten auf Seminare gehen und auch das Netzwerken, ja, mit anderen Kollegen zusammentun, austauschen. Das muss ja nicht zusammenarbeiten sein, sondern einfach nur die gemeinsame Austausch. Und wenn es nur Feierabendbier ist. Gut. Was möchtest du hast doch sicher so persönliche Wünsche und Träume. Was möchtest du noch erleben die nächsten Jahre? Was will ich noch erleben? Ich wünsche mir, dass ich die Firma so aufstellen kann, dass sie auch ohne mich funktioniert. Ich bin dran, aber das habe ich noch nicht geschafft. Dass sie quasi unabhängig von mir ist und es täte mich freuen, wenn eins meiner Kinder oder alle oder nur ein Teil eine gut gehende Firma übernehmen und weiter ausbauen. Ja. Jetzt ist auch die Frage, wenn du jetzt abends heimkommst, bekommst du genügend Lob? Also meine Frau erwartet immer, dass ich sie lobe, dass sie ihre Gartenarbeit so gut macht, ja. Aber manchmal vergisst sie immer, was ich mache, ja. Ähm, Ich sitze halt im Büro vorm Computer und spiele den ganzen Tag. Hm. Wie ist es bei dir? Denken die deine Familie auch, du spielst nur am Computer? Ich glaube, meine Familie denkt nicht, dass ich nur am Computer bin. Ähm, ja, Lob ist jetzt eine Frage, wie zeige ich Lob? Ich erwarte jetzt nicht, dass meine Familie zu mir sagt, hey, das hast du gut gemacht. Vielleicht auch deswegen, weil das auch von meiner Seite zu wenig kommt, also jetzt ausgesprochen. Kommt unser regionaler Bezug dazu. In Franken heißt das schön, nicht geschimpft ist Lob genug.
Ja, vielleicht sollte es man manchmal ein wenig häufiger sagen in beide Richtungen. Aber ich denke, tief in uns drin wissen wir das, was der andere macht, zu schätzen. Da habe ich im Podcast, ich glaube im letzten oder vorletzten, hat da ein Schwabe drunter geschrieben, ob er da mit gemeint ist mit dem Lob. Weiß ich nicht. Ich habe ja mit jemandem aus dem Schwabenland auch schon mal einen Podcast gemacht. Und da habe ich die gleiche Frage gestellt und da ist dann nochmal gekommen, ob er damit gemeint war. War spannend, ja. Jetzt, wir haben ja jetzt in der DIHZ-Gruppe erlebt, dass man nicht gefeilt ist davor, dass man von heute auf morgen sterben kann. Hast du einen guten Notfallplan? Ist das bei dir alles geregelt? Wie hast du das gemacht? Also von den Vollmachten ist im Prinzip alles geregelt. Also ich habe Patientenverfügung oder Generalvollmacht hat meine Frau. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn mir was passiert, würde es weitergehen. Erst einmal. Wenn meiner Frau auch noch was passieren sollte, sprich, wir sind im Urlaub oder was, dann sind einige Punkte, die noch nicht vollumfänglich geregelt sind. Aber ja, der Fall vom Thorsten hat uns natürlich sicherlich alle in dem Bereich nachdenklich gemacht und gezeigt, dass es doch manchmal schneller vorbei ist, wie wir uns vorstellen können. Und dass man in dem Bereich auf jeden Fall was machen muss und wir sind dabei. Gut. Möchtest du noch ein Schlusswort an die Hörer richten? Oh, Schlusswort, jetzt hast du mich damit. Ja, ich denke ja mal, der Großteil der Hörer von deinem Podcast sind andere Gerüstbauer. Und an die möchte ich richten, baut ordentliche Gerüste, rechnet ordentlich ab, zeigt der Allgemeinheit, was für ein geiler Job der Gerüstbauer ist. Wir sind nicht die Assis von der Baustelle, sondern es ist ein anspruchsvolles Gewerk und wir brauchen hervorragende Mitarbeiter und arbeitet alle mit daran, das in den nächsten Jahren zu bewerkstelligen. Es wird schwer werden. Danke, Frank, dass du teilgenommen hast an dem tollen Podcast. Wenn er euch gefallen hat, dann liked, am besten ihr kommentiert und ihr teilt ihn weiter, dass es ganz viele Leute sehen. Mein letzter Podcast der kommt jetzt demnächst. Der ist mit dem Mirko Mank gewesen, also der vor dir, und der vor Mirko war vom Peter Schüttler aus Nürnberg. Der ist jetzt bis jetzt 700 Mal gesehen worden. Der ist ein Spitzenreiter. Also, dann hoffen wir mal, dass viele Leute den anschauen und du der nächste Spitzenreiter bist. Dankeschön. Schauen wir mal. Danke, Walter. Ciao. Das war Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch.